Die auf dem Burgsteinfelsen errichteten gotischen Sakralbauten sind seit 1486 als Wallfahrtsort belegt. Bereits 1520 verfiel eines der beiden Gebäude. Das höher gelegene Bauwerk auf der Diabasfelskuppe besteht aus zwei unterschiedlichen, miteinander verbundenen Körpern. Zur westlichen Seite ragt hier ein Turmfragment mit wehrhaftem Charakter und einen saalartigen Raum enthaltend empor. An dessen Ostwand schließt sich der andere Teil an, der mit einem geschlossenen und außen durch Strebepfeiler verstärkten Chor endet. Beide Bauwerkteile sind durch einen großen Bogen im Innern gegenseitig geöffnet und für ihre Erbauungszeit nimmt man die Jahre 1475 bis 1476 an. Dieser Komplex wird als obere Kirche bezeichnet. Erste Sicherungsmaßnahmen der im ehemaligen schwer zugänglichen Grenzgebiet der DDR liegenden Bauzeugnisse fanden im Jahre 1992 statt. Im Westen des Vogtlands gelegen, waren die Orte um den Burgstein im 14. Jahrhundert im Besitz des vogtländischen Adelsgeschlechts von Sack. Auf dem Burgstein ist zumindest um 1420 ein Adelssitz archivalisch belegt. Die untere Burgsteinkirche steht wenige Meter entfernt und seitlich versetzt auf der nach Osten hinabfallenden Felsfläche. Für die Erbauungszeit dieser noch mit senkrechten Mauern ebenso erhaltenen Saalkirche werden die Jahre 1485 bis 1486 angenommen. An drei Seiten befinden sich gotische Spitzbogenportale aus Bruchsteinen und der Chor ist mit Strebepfeilern verstärkt, was zur Annahme eines ehemaligen Gewölbes im Innern Anlass gibt. Beide Bauwerkskörper wurden mit Bruchsteinmauerwerk errichtet.
1474 entstand nach einer Marienerscheinung eine Wallfahrt, verbunden mit der Errichtung einer Wallfahrtskapelle, westliche Burgsteinruine, die zur Pfarrei des Nachbarortes Kriebes und als sogenannte Streitpfarre somit zum Bistum Bamberg gehörte. Nicht zuletzt die Lage unmittelbar an der Grenze der Bistümer Bamberg und Naumburg führte zwischen beiden zu langjährigen Streitigkeiten um die vermutlich beträchtlichen Wallfahrtseinnahmen, die 1487 vertraglich beigelegt wurden. Mit der Durchsetzung der Reformation im Vogtland und der damit verbundenen Ablehnung der katholischen Wallfahrtspraxis setzte der Niedergang der Doppelkirchenanlage ein. 1540 verfügte der sächsische Kurfürst Johann Friedrich den Abriss beider Burgsteinsakralbauten, die in der Folge zwar nicht vollständig abgetragen, aber dem Verfall preisgegeben wurden. Die Mitglieder der Burgsteinpfarrgemeinde wurden an die Kirche des Nachbarortes Geisdorf verwiesen.